Seit einigen Jahren erfreuen sich Boxauspuffanlagen zunehmender Beliebtheit. Deswegen möchte ich euch heute unsere neueste Entwicklung vorstellen, den ZIP Road 3.0. Warum haben wir einen neuen Boxauspuff auf den Markt gebracht? Wir haben seit vielen Jahren den ZIP Road 2.0 im Programm. Das ist ein Klassiker, der sich tausendfach bewährt hat. Er lässt sich auf jedem Motor sehr gut fahren, er lässt sich sehr einfach abstimmen auf jedem Motor, er bringt immer ein sehr homogenes Leistungsband. Aber ein wenig ist die Zeit über den ZIP Road 2.0 hinweggegangen, denn immer mehr Hersteller liefern Boxauspuffanlagen, die einen wesentlich höheren Leistungsoutput haben. Also haben wir uns dran gemacht und haben ein Update von ZIP Road 2.0 entwickelt und sind vor allem die Leistungscharakteristik angegangen. Unser Ziel, was wir uns gesteckt hatten, war also klar. Wir wollten einen Boxauspuff, der mit den besten Anlagen auf dem Markt auch in puncto Leistung mithalten kann. Und wir haben uns das Ziel gesteckt, auch diese neue Box auf Basis einer kleinen Originalbox zu bauen, damit der Auspuff möglichst unauffällig und vor allem auch originalgetreu bleibt. Wie man im direkten Vergleich zum ZIP Road 2.0 sehr gut erkennen kann, hallo Hufi, ist die Hauptänderung zwischen diesen beiden Auspuffanlagen der Krümmer. Der Krümmer beim ZIP 3.0 ist wesentlich größer geworden, er ist länger geworden, voluminöser und vor allem er divergiert schon wesentlich früher in seinem Verlauf, nämlich ab hier, als beim ZIP 2.0. Der tut das erst ab hier. Um alle Anforderungen zu erfüllen, die der neue Auspuff an uns gestellt hat, haben wir uns für ein neues Fertigungsverfahren des Krümmers entschieden. Wie ihr seht, ist der Krümmer am ZIP Road 2.0 aus einzelnen Segmenten gefertigt. Beim ZIP 3.0 ist der Krümmer tief gezogen. Das hat verschiedene Vorteile. Erstens konnten wir so garantieren, dass der Krümmer bei jedem Auspuff exakt gleich ist. Und zweitens konnten wir einen engeren Radius verlegen, ohne dadurch Verluste im Krümmerbereich zu bekommen. Dadurch haben wir Platz gewonnen. Und drittens hat dieser Krümmer keine Quernähte, die dem Abgasfluss im Wege stehen. Die Verwendung einer Originalbox und der größere Krümmer hat zwei zusätzliche Aufgaben in unsere Entwicklung gebracht. Nämlich erstens mussten wir den größeren Krümmer auch unterbringen unter dem Roller, ohne dass er irgendwo stört. Und zweitens ist es natürlich wesentlich schwerer, eine leistungsstarke Auspuffanlage mit einer kleinen Box zu entwickeln, als es das mit einer großen Box ist. Es hat einen einfachen Hintergrund. Die große Box hat mehr Volumen und kann dadurch auf stärkeren Tuning-Setups wesentlich leichter Leistung erzeugen, als es die kleine Box mit dem kleinen Volumen hat. Trotz dieser Herausforderung ist es uns gelungen, aus einer kleinen Box genauso viel Leistung herauszuholen wie andere Hersteller aus einer großen Box. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo der Leistungsunterschied zwischen den beiden Anlagen besteht. Das hängt natürlich sehr von eurem Setup ab, aber man kann grob sagen, dass der ZIP Road 3.0 je nach Setup zwischen 10 und 25% mehr Leistung generiert als der ZIP Road 2.0. Und das Ganze auch noch im selben Drehzahlbereich. Wir haben hier keinen drehzahllastigen Auspuff generiert, der eigentlich nur für die Rennstrecke taugt, sondern wir haben einen drehmomentstarken Auspuff, der im gleichen Bereich arbeitet wie dieser einfache Auspuff und dadurch eine sehr schön homogene fahrbare Leistungsentfaltung ermöglicht. Wie der ZIP Road 2.0 wird auch der 3.0 zusätzlich am Krümmer mit Federn zu befestigen sein. Das hat den großen Vorteil, dass ihr die Schelle nicht allzu stark an einem Aluminiumauslass anschrauben müsst und nicht Gefahr läuft, Auspuff zu verlieren oder den Auslass zu beschädigen. Der ZIP Road 2.0 wird auch weiter im Programm bleiben. Der ZIP Road 3.0 ist ab sofort. Ich bin sehr überzeugt von diesem neuen Auspuff und hoffe, er gefällt euch auch. Wenn es euch interessiert, dann schrauben wir so einen Auspuff gerne mal auf einen Roller und stellen ihn auf den Prüfstand. Bitte schreibt das in die Kommentare, ob ihr sowas mal sehen möchtet. Hinterlasst uns ein Like und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.